Hi Leute, ich bin Tuwader und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe. Die nennt sich Adobe Photoshop CC for Mangakas. Und in diesen Tutorials werde ich euch versuchen, möglichst einfach die wichtigsten Funktionen für Mangakas zu erklären. Und dazu fangen wir am besten mit der Installation an. Zuallererst solltet ihr prüfen, ob euer Rechner die Systemanforderungen erfüllen. Wenn ja, könnt ihr dann die Testversion herunterladen und den Download beginnen. Wenn nicht, wird Photoshop eventuell bei großen Bildern anfangen zu ruckeln und das macht dann keinen Spaß. Nach dem Download wird Creative Cloud gestartet und ihr müsst euch einen Account erstellen, falls ihr noch keinen habt, so wie ich. Also klickt ihr auf Adobe ID erstellen und erstellt euch einen Account, wo ihr dann eure Daten eingeben müsst und so weiter. Das habe ich natürlich alles gemacht und auch die Nutzungsbedingungen habe ich natürlich gelesen und dann akzeptieren. Das zweimal. Und wieder natürlich lesen, habe ich alles gemacht. So, dann müsst ihr warten und ein bisschen geduldig sein. Ich werde das jetzt den Ladevorgang überspringen. Nach dem Ladevorgang wird Photoshop automatisch installiert und später könnt ihr euch noch die anderen Testversionen installieren, wenn ihr wollt. Ja, nach der Installation können wir Photoshop starten. Und wie ihr seht, gibt es zwei Photoshop-Versionen. Und zwar einmal die 32-Bit-Version und die 64-Bit-Version. Und falls euer Rechner 64-Bit unterstützt, solltet ihr auch die 64-Bit-Version starten, weil bei dieser Version Prozesse schneller laufen und man bei dieser Version auch mehr als 4 GB Arbeitsspeicher nutzen kann. Dieses Fenster hier sollte bei euch nicht auftauchen und könnt ihr getrost ignorieren. Das liegt einfach nur an meinem Monitor, der irgendwie einen falschen Treiber drauf hat oder so. Wenn ihr Photoshop das erste Mal startet, sollte das alles ungefähr so aussehen. Ja, und auch dieses Fenster wird wahrscheinlich bei euch erscheinen und wir klicken einfach auf Test fortsetzen. Ja, erstellen wir uns jetzt eine neue Photoshop-Datei. Dazu gehen wir auf Datei und dann auf Neu. Es erscheint dann ein neues Fenster, wo man dann Einstellungen zu der Vorgabe machen kann, wie zum Beispiel Größe, Auflösung, und standardmäßig ist immer dieses Photoshop-Format ausgewählt. Ich hingegen bevorzuge aber das ganz normale DIN A4-Format und dazu gehe ich auf DIN Formate und wähle DIN A4 aus. Die restlichen Einstellungen können wir einfach übernehmen und klicken auf OK. Und dann öffnet sich unsere Zeichenfläche. Als Mangaka ist für uns das wichtigste Werkzeug der Pinsel und das ist dieses Icon hier. Wenn man länger mit der Maus drauf geht, erscheint dann eine kleine Hilfe, wo dann der Name angezeigt wird und auch der Tastenbefehl. Und man kann jetzt zum Beispiel mit B sofort auf dieses Werkzeug wechseln. Auf der Zeichenfläche kann man ganz analog zu Paint einfach drauf loszeichnen, wie hier diese paar Striche, die ich mache. Natürlich gibt es aber auch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Mit Rechtsklick auf die Arbeitsfläche öffnet sich dann dieses Fenster hier und man kann aus einer Vielzahl von Voreinstellungen auswählen. Oben gibt es noch zwei Schieberegler, wo man einmal die Größe einstellen kann und einmal die Härte. Die Größe müsste selbsterklärend sein. Und was bei der Härte passiert, kann ich euch kurz zeigen. Wie man sieht, werden die Kanten dadurch so ein bisschen weicher. Für Outlines lasse ich die Härte auf 100% und die Größe bei DIN A4 lasse ich ungefähr auf um die 10 Pixeln. Dann gibt es noch spezielle Pinseln,
Das sind diese mit diesen Pinsel-Icons. Ich wähle mal einfach eins aus. Und man kann dann oben links hier so ein kleines Vorschaubild sehen, was dann auch den Neigungswinkel des Stylus, des Stifts, widerspiegelt. Ist jedoch sehr rechenintensiv, weil es möglichst einen Pinsel realistisch simuliert. Verwende ich so gut wie gar nicht. Ja, dann noch ein paar Worte zu den anderen Pinseln, die auch sehr interessant sind und für Koloration auf jeden Fall sehr nützlich sind. Jedoch sind die meisten von denen noch nicht druckempfindlich, was man jetzt hier sehr gut sehen kann. Wenn man jetzt die Druckempfindlichkeit einschalten möchte, kann man nach oben gehen, wo hier diese Icons sind. Und diese Icon zum Beispiel hier aktiviert die Druckempfindlichkeit für die Deckkraft. Wenn man länger mit der Maus da drüber hält, sollte dann eine Information eingeblendet werden. Ja, genau hier. Und ja, wenn man das hier aktiviert hat, dann kann man sehen, dass die Deckkraft druckempfindlich ist. Hier ist das für die Größe und daneben für den Fluss. Auf letzteres möchte ich noch nicht eingehen, weil ich diese Funktion relativ selten verwende. Kommen wir nun zum zweitwichtigsten Werkzeug und das ist das Radiergummi. Damit können wir offensichtlich unsere Zeichnung wegradieren und das funktioniert genauso wie mit den Pinseln. Mit Rechtsklick kann man das Fenster für die Einstellungen öffnen und so weiter. Wenn man das komplette Bild löschen möchte, gibt es eine schnellere Möglichkeit. Und zwar kann man mit strga das ganze Bild auswählen und mit Entfernen das Bild löschen. Es kommt aber dann noch so ein Fenster, wo man dann bestimmen soll, durch was das Bild dann ersetzt werden soll. Hintergrundfarbe ist das hier, also weiß. Und Vordergrundfarbe ist dann dementsprechend das Grün hier. Dann gibt es noch einige andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier Farbe, wo man dann die Farbe nochmal selbst auswählen kann. Ich möchte aber, dass meine Zeichenfläche weiß bleibt und deshalb wähle ich Hintergrundfarbe. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, wie ich hier Grün ausgewählt habe, falls ihr euch gewundert habt. Und zwar kann man hier oben rechts einfach die Farbe bestimmen, indem man den Rotanteil, Grünanteil oder Blauanteil erhöht. Oder direkt hier aus diesem Streifen wählen. Und es ändert sich hier immer diese Vordergrundfarbe. Mit diesem Pfeil hier kann man die Vordergrundfarbe mit der Hintergrundfarbe schnell wechseln. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Weiß als Vordergrundfarbe und das können wir dann auch wieder ändern. Man kann auch mit Doppelklick auf die Vordergrundfarbe gehen und dann öffnet sich hier dieses Fenster und man kann hier auch nochmal so ähnlich wie oben hier die Farbe auswählen. Wenn man möchte, kann man auch hier die Werte auch eingeben. Diese Methoden sind aber relativ ungenau und deshalb verwende ich oft hier diese Farbfelder, wo man dann einfach sich die Farben aussuchen kann. Ja, das war's dann auch schon für das Tutorial Photoshop CC für Mangakas. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer gerne anschreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Tschüss und bis zum nächsten Mal.